Herzlich willkommen zur Präsentation der Gewinner des German Innovation Award 2021. Ein Award, der zeigt, wie Innovationen unsere Welt verändern können, und herausragende Innovationen werden hier ausgezeichnet. Unser nächstes Themengebiet heißt Future of Mobility. Und diese Frage nach der Zukunft der Mobilität, die wurde in der Vergangenheit relativ einfach beantwortet, nämlich mehr Auto. Heute ist die Antwort etwas differenzierter und interessanter, aber gleichzeitig eine viel größere Herausforderung für unsere Gesellschaft. Darüber wollen wir diskutieren mit Lutz Dietzold, Geschäftsführer beim Rat für Formgebung. Hallo. Hallo, Herr Dietzold. Wenn Sie die Wahl haben zwischen einem Porsche oder einem ICE, um irgendwo hinzukommen, was nehmen Sie? Kommt drauf an. Was ist auf den Straßen los? Wie ist der Punkt definiert von A nach B? Das heißt, steige ich in den ICE ein und bin direkt am Ziel, oder bin ich irgendwo auf dem Lande unterwegs, dann muss mehrfach dann das Verkehrsmittel wechseln, will sagen, aus dem ICE raus in eine Regionalbahn, in einen Bus. Das sind alles die Themen, wie sich so eine Entscheidung dann am Ende definiert. Aus dem Zug in die Regionalbahn, in den Bus und so weiter. Was bedeutet das für die Zukunft der Mobilität? Also wenn wir mal eine Utopie aufmachen, wie sähe denn optimale Mobilität aus? Das sind zwei Themen. Möglichst ohne zu wechseln, von A nach B zu kommen, das Verkehrsmittel zu wechseln. Und das Zweite ist, was finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, und ich glaube, darum hängen wir auch so an hergekommener Mobilität, die Definition des privaten Raums. Denn so ein privater Pkw ist ja irgendwie meins. Das heißt, da fühle ich mich wohl, da steige ich ein und bin oder bleibe sozusagen zu Hause. Das sehen wir gerade aktuell auch nochmal an dem großen Trend zu den Wohnmobilen. Auch da definiert sich sozusagen der eigene Raum, mit dem ich dann sogar Urlaub machen kann. Da muss ich dann noch nicht mal vom eigenen Auto ins Hotel wechseln, sondern schlafe auch gleich noch in meinem Camper. Aber das heißt ja dann, wenn ich meinen eigenen Raum will und ich will von zu Hause bis an mein Ziel kommen, ohne umzusteigen, dann gibt es keine Alternative zum Auto. Das würde es heißen, aber ich glaube, das ist genau die Herausforderung, diesen Beweggrund, glaube ich, warum viele emotional auch so an ihrem Auto hängen, da mal dran zu gehen, schauen, wie müssten denn Angebote aussehen. Ich kenne ganz viele Menschen, die mögen den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen. Also auch da zu gucken, was will eigentlich der Nutzer und wie muss es gestaltet sein. Es ist nicht nur eine technische Fragestellung. Ich denke, das ist sozusagen der Grund, der stimmen muss, dass der Wechsel der Verkehrsmittel muss gestaltet werden kann, dass ich nicht 15 verschiedene Tickets brauche oder 15 verschiedene Apps, sondern wirklich einen durchgängigen Service da hier eben geboten bekomme. Das hat sicherlich ganz viel mit Vernetzung zu tun. Und ich würde mal denken, dass dann gerade Design- und Ingenieursleistungen in diesem Bereich auch ganz viel erreichen können. Ja, auf jeden Fall. Also Vernetzung tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in den Verkehrsnetzen, die Gestaltung der Verkehrsnetze, auch die Orte übrigens, an denen wir in diese Verkehrsmittel betreten. Und auf der anderen Seite die virtuellen Netze. Was habe ich hier eigentlich auf meinem Smartphone? Wie kann ich eigentlich so ein Angebot entsprechend buchen? Haben wir übrigens dieses Jahr auch wieder ganz spannende Sachen im Wettbewerb gehabt. Ich meine, das Auto bietet natürlich noch mehr. Auto ist natürlich nicht nur, hat diese ganzen Komfortvorteile, sondern ist ja auch ein Prestigeobjekt. Werden sozusagen Mobilitätslösungen der Zukunft auch noch was mit Prestige zu tun haben? Stell dir mal vor, ich bin heute von da nach da mit der und der Kombi von Verkehrsmitteln gekommen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, auch wieder so ein emotionales Thema. Ne? Meine Marke, mit der ich fahre, mit der ich mich repräsentiere im öffentlichen Raum dazu auch noch. Auch da wieder zu gucken, wie kann ich denn auch so eine Freude, so einen Spaß irgendwie vielleicht mit anderen, über andere Angebote herstellen. Ich finde, das sieht man ganz gut an diesen E-Rollern, die in den Städten jetzt sind, wo wir eigentlich gedacht haben, Mensch, da werden die Menschen umsteigen vielleicht vom Auto auf die E-Roller oder so. Aber wir sehen aber, das ist auch ein großes Spaßelement, ne? Wo einfach junge Leute mitfahren, oft auch unerlaubterweise zu zweit. Aber man sieht, da ist eine ganz hohe emotionale Bindung. Es macht Spaß. Also ich glaube, das triggert auch ein bisschen so einen Wechsel von den Verkehrsmitteln. Da brauche ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr mein Prestigeobjekt, sondern habe einfach Spaß im Fahren mit anderen zusammen. Ja. Wenn die E-Roller natürlich am Ende dann die Böschung runtergeschmissen werden, dann haben sie ihr Ziel, auch Mobilität natürlich ökologischer zu gestalten, nicht wirklich erreicht. Ist diese Ökologie, sollte das ein Leitgedanke für uns sein dabei? Ich glaube, das ist gar keine Frage mehr. Es muss ein Leitgedanke sein. Was anderes werden wir uns gar nicht mehr erlauben können. Da
gehört natürlich Elektromobilität auf jeden Fall dazu. Dank vieler Fördermilliarden boomt die ja auch momentan wirklich. Aber es gibt ja schon echte Knackpunkte noch. Beispielsweise beim Material der Akkus oder auch Ladeinfrastruktur, dem Energieaufwand, bei der Produktion, bei dem Rohstoff, bei der Rohstoffproduktion, Rohstoffgewinnung. Was glauben Sie, was kann da Design und was können Ingenieurslösungen tatsächlich da an Erleichterung bringen? Ja, auch da wieder die Frage Nachhaltigkeit, also wirklich vom Anfang bis zum Ende denken, wenn ich etwas entwickle. Natürlich, ich habe einfach dieses Problem mit den Batterien. Das ist ja im Moment hauptsächlich auch ein politisch gewollter und auch gesellschaftlich gewollter, das muss man auch sagen, Umschwung zur Elektromobilität, die aber eben auch noch ihre Problemstellen hat. Da müssen wir einfach rangehen. Auch ich denke, da wird es zukünftig auch viel diversere verschiedene Angebote noch geben. Und dann natürlich wieder die Fragestellung, wie nutze ich das? Ne? Wo sind die Ladestellen und wie sind diese E-Autos gestaltet? Auch da die Frage, auf der einen Seite bin ich natürlich da in der Tradition, auch von den Marken her, die sie entwickeln, eine gewisse Wiedererkennbarkeit sicherzustellen. Aber vielleicht kann man hier auch ganz neue Wege gehen, auch für den Innenraum insbesondere bieten sich ja ganz neue Ansatzpunkte, dadurch, dass einfach die Basis anders konstruiert ist. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Entwicklungspotenzial drin. Ladeinfrastruktur haben Sie gerade auch schon angesprochen. Wer sollte sowas eigentlich finanzieren? Muss das der Staat machen, so wie er eben Straßen baut, oder sollten es die Unternehmen machen, die am Ende natürlich auch mit diesen Fahrzeugen ja ihren Umsatz generieren? Ich glaube, beide zusammen. Aber wenn wir natürlich über Netze sprechen, das Straßennetz wird ja auch von Unternehmen, dann letztendlich werden die Straßen gebaut, aber es muss natürlich eine übergeordnete Planung, damit eben auch die Zugänglichkeit gegeben ist. Von daher, glaube ich, müssen beide da entsprechend zusammenspielen. Hier muss nicht jeder irgendwie sein paralleles Angebot aufbauen. Am Ende ist das nicht nachhaltig und es bringt mir gar nichts, eine Ladesäule zu haben, an dem ich nur ein Auto von einem Hersteller aufladen kann. Ja, klar. Also Innovationen sind ja auch aus dem Grund spannend, weil sie scheitern können. Und ich bin mir sicher, dass wir eines Tages alle mit irgendwelchen selbstfahrenden Autos chauffiert werden. Aber dann kann es natürlich passieren, dass man in einem Tesla sitzt und der, wie es vor wenigen Wochen passiert ist, der überrollt jemanden. Also dass sozusagen der Hype an der Wirklichkeit dann auch scheitert. Befürchten Sie das noch bei der Zukunft der Mobilität oder ist es für Sie gesetzt? Das kommt alles so. Gute Frage. Ich bin kein Prophet, kein Hellseher. Ich glaube, dass wir tatsächlich uns auch da das autonome Fahren, dass es auch ein gewisses Angstpotenzial hervorruft, ausgeliefert zu sein. Nicht? Auf der anderen Seite haben wir jeden Tag auch viele Unfälle, wo Menschen zu Schaden kommen, die durch Menschen zustande kommen, die ihr Auto falsch bedienen, die also im Driver-Seat sind und trotzdem passiert ein Unglück. Da wird sich sicherlich was ändern, aber das sind natürlich Themen, die auch in der Akzeptanz, in der emotionalen Akzeptanz solcher neuen Fortbewegungsmöglichkeiten im autonomen Fahren ganz wichtig sind. Da müssen Antworten drauf gefunden werden. Und null Risiko wird natürlich keine Technologie garantieren können, ist Das ja stimmt. ganz klar. Ja. So, dann würde ich sagen, schauen wir uns die interessanten Projekte beim German Innovation Award jetzt mal an. Ja, sehr gerne und an dieser Stelle nochmal allen Gewinnern des German Innovation Awards 2021 herzlichen Glückwunsch. So, dann starten wir jetzt in die Zukunft der Mobilität durch und die einzelnen Projekte zeigen, dass das Morgen eigentlich heute schon zu haben ist. Und es geht los mit einer längst überfälligen Innovation. Der App Tikin. Vorbei die Zeiten, da wir beim Ticketkauf für den ÖPNV am Smartphone rund ein Dutzend Mal klicken mussten, um dann am Ende doch was falsch zu machen. Tikin sucht den besten Preis basierend auf der eigenen Route. Einchecken, fahren, ankommen. Alle Verkehrsmittel können genutzt werden. Einmal nach rechts gewischt und die Fahrt beginnt. Alle Umstiege und das Fahrtende erkennt Tikin automatisch und berechnet den besten Preis. Tages- und Monatstickets werden berücksichtigt und gezahlt wird am Monatsende. Einfach, transparent, übersichtlich. Die Jury ist begeistert. Tikin ist ein top entwickeltes, sorgfältig durchdachtes System für einen nachhaltigen Nahverkehr, das den Kundennutzen im Fokus hat und damit die Digitalisierung im Mobilitätsmarkt ein großes Stück vorantreibt. Und das ist, was Barbara Berdan von der DB Vertrieb GmbH über den Entwicklungsprozess sagt. Was die Entwicklung so spezifisch gemacht hat, war,
Wir haben 8 Scrum-Teams zusammengeführt aus den Unternehmen im DB Vertrieb, DB Systel als internes Systemhaus und ExxonVibe und dort iterativ zusammengearbeitet. Und das in einer Entwicklungszeit von 8 Monaten mit einer modularen Architektur, mit vorhandenen neuen Komponenten und dass wir mit vorgefertigten Scribbles Kundenbefragungen durchgeführt haben und das genommen haben, Apps entwickelt haben, verprobt und die Be-out-Erkennung auch darin entwickelt haben, damit wir auch ein gutes Produkt haben für den Livegang. Die Tikin-App ist Technik, die dem Menschen den mühsamen Part des Alltags abnimmt. Aber dabei bleibt es natürlich nicht stehen. Im Gegenteil. Treiber von Innovationen sind häufig auch Nice-to-have-Produkte, wie etwa der folgende Goldgewinner. Novus ist ein Motorrad, das das Konzept von Motorrädern ganz neu erfindet. Ein elektrischer Antrieb verbunden mit einer Faserverbund-Monocoque-Bauweise und einem neuartigen Designkonzept. 50 Kilogramm leichter bei gleichzeitig höherer Spitzenleistung. Novus verbindet die Vorteile von leichtgängigen E-Bikes mit der Performance von schweren Krafträdern. Es ist ein smartes Lifestyle-Device, welches Hightech mit High-Touch verbindet. Novus ist das Versprechen, die Zukunft heute schon fahren zu können. Die Jury schätzt den radikalen, ästhetisch überzeugenden Designansatz. Das gibt dem Bike eine unverwechselbare Identität und macht es zu einem echten Vorreiter. Statement von René Renger, Founder und CEO der Novus GmbH. Also Ausgangspunkt für das ganze Projekt war eigentlich eine Studienarbeit im Jahr 2010. Ich selbst habe Industriedesign studiert und damals kamen die ersten Pedelecs auf den Markt. Und es gab auch schon die ersten Konzepte für elektrische Motorräder. Und wir, das bedeutet mein Kommilitone Markus, der auch jetzt Teil des Teams ist, und ich, wir hatten uns dann eben diese Aufgabe gesetzt, die Vorteile aus beiden Welten in einem neuen Produkt zu vereinen. Also das war der Ausgangspunkt für das ganze Projekt und in den ersten Jahren zwischen 2010 bis 2019 hatten wir überwiegend im privaten Rahmen mit unseren eigenen Möglichkeiten einen ersten Designprototypen aufgebaut, um erstmal zu beweisen, zu zeigen, wie so ein Produkt auch ganz anders aussehen kann, sich ganz anders anfühlen kann. Und auch jetzt nach der Gründung 2019 wurde das Unternehmen, die Novus GmbH, gegründet. War es gar nicht einfach, weil wir zu Beginn kein fertiges Produkt hatten, noch kein Team und keine Finanzierung. Normalerweise werden so hochkomplexe Projekte nur aus bereits bestehenden Unternehmen heraus etabliert. So etwas von Grund auf neu anzufangen und fast alles neu zu machen, das ist schon eine extrem große Herausforderung, muss man sagen. Und ich bin sehr dankbar, jetzt auch ein Team gefunden zu haben, Stück für Stück ein Team aufgebaut zu haben, ja, mit Menschen, die sich wirklich begeistern können für unser gemeinsames Ziel, eben eine neue Motorradmarke hier zu erschaffen und mit Novus One unser erstes Produkt auch gemeinsam zu entwickeln. Dass die Verbrenner aussterben und wir morgen E-Mobile fahren, das ist längst ausgemachte Sache. Die Frage ist nur, ob der Umstieg schnell genug kommt, um den Klimawandel auszubremsen. Diese Frage entscheidet sich in erster Linie beim Transportverkehr. Diese Lücke schließt der nächste Goldgewinner. BPW E-Transport ist ein achsintegrierter elektrischer Antrieb, der für Verteilerfahrzeuge im innerstädtischen Transportverkehr entwickelt wurde. Damit lassen sich auch größere Fahrzeugklassen über 7,5 Tonnen ausrüsten. Das Konzept ist skalierbar und es ist sogar schnell und effizient nachrüstbar. Selbstredend kann der Antrieb beim Bremsen Energie zurückgewinnen und auch die Lenkung aktiv unterstützen. Die Integration von E-Transport in Neufahrzeuge ist 2021 der nächste Schritt zur Elektrifizierung. Die Jury findet das Konzept überzeugend. Es habe das Potenzial, den Weg in eine nachhaltigere, emissionsfreie mobile Zukunft zu beschleunigen. Die Hardware, um die Zukunft zu gestalten, scheint auf allen Ebenen verfügbar. Der menschliche Geist kann sich jetzt bei der Gestaltung der Zukunft auf Software-Ebene austoben. Und hier scheint die Vernetzung den größten Wertschöpfungsfaktor für die Reisemobilbranche zu bringen. Hyma
Der Premium-Hersteller aus Bad Waldsee hat ein neues, smartes Ökosystem entwickelt. Es vereint die Steuerung zahlreicher Fahrzeugkomponenten sowie die Anzeige von diversen Informationen über das Fahrzeug in einer einzigen digitalen Plattform. Das ermöglicht eine bequeme Steuerung vieler Wohnraumkomponenten wie Licht, Heizung, Klimaanlage oder SAT-Anlage via Smartphone. Die Hymer Connect App in Verbindung mit einer zentralen Steuereinheit im Fahrzeug ist die derzeit branchenweit erste Konnektivitätslösung ihrer Art für das vernetzte Reisemobil. Die Jury findet, dass mit der Hymer Connect App komplexe Sachverhalte transparent vereinfacht wurden. Das schaffe einen echten Mehrwert für den Nutzer und bringe das Thema Connectivity in der Reisemobilbranche insgesamt einen entscheidenden Schritt voran. Hier ist Frank Heinrichsen, Leitung Gesamtmarketing bei der Hymer GmbH & Co. KG. Für Hymer und natürlich für das ganze Team, das hinter dem Produkt steht, für das wir ausgezeichnet sind, ist es wirklich eine ganz große Errungenschaft und fast schon ein Ritterschlag. Digitalisierung ist natürlich gerade in der Reisemobilbranche noch etwas in den Kinderschuhen steckend. Und wir freuen uns wirklich, dass wir hier mit innovativen Lösungen, die bisher auch einmalig in der Branche ist, es geschafft haben, so einen Preis auch verliehen zu bekommen von einer internationalen Jury. Und vor allem, was uns ganz besonders freut, vor allem von einem branchenfremden Gremium, was uns natürlich zeigt, dass wir hier genau richtig unterwegs sind und es auch schaffen, Zielgruppen anzusprechen, die bisher vielleicht noch keine oder bisher noch sehr zaghafte Berührungspunkte mit dem Bereich Camping, Reisemobil hatten. Das waren die Preisträger des Themengebiets Future of Mobility des German Innovation Award 2021. Gratulation an die Preisträger. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.